Ich habe hier diese Schacksteaks. Die stammen irgendwo aus dem Rindernacken und sind so zäh, dass sie definitiv nicht zum Braten oder Grillen geeignet sind. Die muss man schon schmoren. Hallo Nico hier, ich freue mich, dich zu sehen. Ich habe aber auch diesen Reiskochi hier, auf dem die Sporen des Aspergillus oryzae gewachsen sind. Dieser Reis enthält dadurch viele Enzyme, unter anderem das Enzym Protease, um genau zu sein, das in der Lage ist, Eiweiß zu spalten. Und damit machen wir das Fleisch in 48 Stunden nicht nur super zart, sondern wir täuschen auch einen Dry-Aged-Effekt vor, weil sich während der Fermentation der Geschmack vom Fleisch verändert. Und zwar definitiv zum Positiven. Den Reiskochi habe ich im Blitzhacker so fein wie möglich gemahlen. Je feiner, desto besser, aber mein kleiner Mixer hier ist etwas zu schwach dafür. Welche Steaks du verwendest, spielt übrigens keine Rolle. Meine 10 Schacksteaks hier, die sollen nur als gutes Beispiel dienen. Die Steaks trocken tupfen und dann im gemahlenen Reiskochi wenden. Sie müssen vollständig damit bedeckt sein, so wie beim Panieren. Den Reiskochi kannst du übrigens selber machen. Wie das geht, das zeige ich mal in diesem Video hier. Du kannst ihn aber auch fertig kaufen. Einen Link dafür habe ich unterhalb vom Video in der Infobox. Da ist auch ein Link zum geschriebenen Rezept auf meiner Homepage. Die Steaks dann auf ein Gitter legen, damit die Luft zirkulieren kann und direkt so in den Kühlschrank stellen. Nach 48 Stunden, nicht früher bitte, das Fleisch herausnehmen, die Kochi-Kruste abkratzen und die Reste abwaschen. Das Fleisch dann gut abtrocknen, einfach nur mit Salz und Pfeffer würzen, ja, und dann braten oder grillen. Ich bin heute für Grillen. So, dann wollen wir doch mal probieren, wie gut die eiweißspaltenden Enzyme vom Kochi-Reis gearbeitet haben. Ne? Ups, ich kann es kaum abwarten. So, also schneiden wir doch mal direkt in die Mitte. Also die Farbe top. Und jetzt der ultimative Geschmackstest. Mir kommen fast die Tränen. Ja. Quatsch, aber nein. Ey, das ist so genial. Also, der Geschmack hat sich total verändert. Also, wenn du mal so ein Steak isst, also ich kann wirklich nur sagen, unbedingt ausprobieren. Der Geschmack hat sich total verändert. Das schmeckt super nussig und so ein kleines bisschen wie so ein, erinnert so ein bisschen an so einen Blauschimmelkäse, Champignons und nussig. Also ein völlig anderes Aroma. Mega lecker, ein bisschen lieblich. Aber das Beste ist eben, also dieses Fleisch ist wirklich normalerweise zum Schmoren gedacht. Ja? Das ist super zäh. Und jetzt hier, das kann man super einfach essen. Also ich kann nur sagen, ich kann wirklich nur sagen, ich kann vor allen Dingen, ich kann viel reden, wenn der Tag lang ist. Ich meine, ich kann viel behaupten, wenn der Tag lang ist. Das musst du schon alleine rausfinden. Also ich würde sagen, ich hoffe, du hast jetzt ganz große Lust bekommen, in die Küche zu gehen und deine eigenen Kochi Dry-Aged Steaks auszuprobieren. Wie gesagt, das lohnt sich. Das sieht so gut aus. Und das ist so zart geworden und der Geschmack hat sich geändert. Also ausprobieren gehen. Unbedingt ausprobieren gehen. Ich verabschiede mich. Ich muss ein paar Steaks essen. Nein, ich gehe gleich mal zu den Nachbarn. Die freuen sich mit Sicherheit auch darüber. Also, das gesagt. Ich verabschiede mich. Bedanke mich recht herzlich bei dir fürs Einschalten. Würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Vielleicht in diesem hier oder in diesem. Also zumindest in einem von den beiden, die da gleich erscheinen. Das gesagt. Ich bin weg, wollte ich sagen. Aber das heißt, lass mir noch einen Daumen nach oben da und dann bin ich weg. Tschüss. Ab in die Küche gehen. Ja. Kochi-Steak machen gehen. Tschüss.